Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Why Yoga for more body, mind and soul awareness. Wir sind Jessica und Isabel und in unserer ersten Folge berichten wir dir, wie und wann unser Podcast entstanden ist. Dabei gehen wir näher darauf ein, wie unser Baby einen Namen bekommen hat und welche Bedeutung hinter Why Yoga steckt. Zum Schluss teilen wir mit dir unsere Vision des Podcasts, wohin die Reise gehen wird und welche Themen wir in Zukunft behandeln möchten. Willkommen zu unserem Podcast Why Yoga. Das ist unsere erste Podcast-Folge und wir freuen uns riesig darüber, mit diesem Podcast live zu gehen. Oh ja. Ich bin Isabel und das ist die Jessica. Die Jessica, genau. Wir möchten euch heute auf eine kleine Reise mitnehmen, wie dieser Podcast entstanden ist und was unsere Gedanken dazu sind und unsere Ideen, warum wir überhaupt einen Podcast machen wollten. Und bei einem kleinen Brainstorm haben wir gerade festgestellt, dass wir nicht so ganz wissen, wo dieser Podcast oder wann vor allem dieser Podcast entstanden ist und haben uns aber eigentlich auf eine Geburtsstunde im September 2019, also letztes Jahr, geeinigt. Haben herausgefunden, dass der im September eben geboren wurde. Bei einer Think Week, die wir in Santander gemacht haben. Jess, magst du erzählen, warum wir eigentlich nach Santander gefahren sind? Sehr gerne. Also wir sind nach Santander gefahren, es war, glaube ich, eine Woche, um unsere Idee eines Yoga-Retreats für Freunde zu finalisieren. Das bedeutet, wir hatten irgendwann Wochen davor die Idee, dass wenn wir Yoga-Lehrerin sind, möchten wir auch unbedingt gleich was damit tun und uns ausprobieren und unsere Freunde daran teilhaben lassen. Und dabei entstand eben die Idee für unsere Freunde, an einem Wochenende in den Schwarzwald zu gehen und ein ganzes Wochenende lang Yoga zu machen und die Natur zu genießen. Und um diese Idee überhaupt irgendwie zu organisieren und Paket fertig zu machen sozusagen, haben wir uns entschieden, komm, wir gehen nach Santander, wir packen unsere Sachen und gehen einfach mal woanders hin, um uns nochmal inspirieren zu lassen. Und genau, dann waren wir da im September 2019 und haben an unserem Yoga-Retreat gearbeitet, haben dort auch die wunderschöne Hütte, Schwarzwaldhütte, gemietet. Und dabei sind wir immer weiter mit unseren Gedanken gegangen. Also es ist immer tiefer gegangen und dann dachten wir so, also auf der einen Seite sind wir beide ausgebildete Online-Marketing-Experten und auf der anderen Seite gehen wir im November 2019 nach Bali, um Yoga-Lehrerin zu werden. Und dann dachten wir, cool, jetzt hatten wir die Idee, ein Yoga-Retreat für unsere Freunde zu machen, aber gibt es da nicht noch irgendwie eine andere Art und Weise, diese zwei Leidenschaften, Marketing und Yoga, irgendwie nochmal zu verbinden? Und irgendwie kam dann plötzlich der Podcast. Aber es gab noch ganz, ganz viele weitere Faktoren, die irgendwie da mit reingespielt haben. Ich glaube, Isa, du hattest die Idee, auch einen Podcast zu machen, aber über ein anderes Thema. Möchtest du davon berichten oder war es irgendwie, du wolltest auch immer einen Podcast machen? Ja, ich glaube, also du wolltest, glaube ich, auf jeden Fall schon während dem Studium, was wir zusammen gemacht haben, da wolltest du auf jeden Fall schon einen Podcast machen. Wie du ja auch schon gesagt hast, wir beide lieben Podcasts, ne, und hören ja sehr, sehr viele in unterschiedliche Richtungen, also sowohl Online-Marketing als auch irgendwie eine spirituelles oder Persönlichkeitsentwicklung. Wir sind ja schon ziemlich tief drin, von daher war das, glaube ich, so das ziehende Mittel, dass wir gesagt haben, okay, ein Podcast wäre schön selber zu machen. Eben wie du sagst, auch mit wir sind eigentlich selber, wir machen es ja selber Online-Marketing und dann
so ein Podcast wäre irgendwie schon cool, mal selber auszuprobieren. Und als dann klar war, dass wir nach Bali gehen zu unserer Yogalehrerausbildung, hatte ich noch die Idee, das wäre so schön, das aufzunehmen, Stimmt. weil um das dann nochmal sich anzuhören danach und um ja vielleicht auch andere Leute daran teilhaben zu lassen, was wir da lernen, weil dass wir da viel lernen, war klar, ne? Genau, und deswegen, ja, das war so die springende Idee, wo wir, glaube ich, dann gesagt haben, so, ne, mit Podcast und Yogalehrerausbildung in Kombination, okay, wir nehmen es auf und machen einen Podcast raus. Und ja, das war eigentlich die Geburtsstunde von diesem Podcast. Und dann, es gab noch keinen Namen für das Kind. Es war geboren, aber es gab noch keinen Namen. Und dann irgendwann auf Bali sind wir zu dem Namen gekommen, oder? Genau. Ja, wir haben uns auf jeden Fall viel Zeit genommen, um einen Namen zu finden und haben uns während unserer Yoga-Ausbildung auf Bali eben auch inspirieren lassen von all dem Input, den wir dort bekommen haben. Und nach kam dann die Idee Why Yoga. Und Hintergrund ist, ja, einerseits, warum machen Menschen Yoga und woher kommt eigentlich Yoga? Ne? Warum? Warum um alles in der Welt Yoga? Ne? So, also wenn man das so weiter und tiefer betrachtet, haben wir festgestellt, dass man mit Why Yoga so viele Fragen beantworten kann. Warum hilft Yoga uns zu erden? Ne? Also, oder warum hilft Yoga uns mit uns selbst zu verbinden? Warum hilft Yoga uns zu heilen? All diese Fragen werden eben mit Why Yoga zusammengefasst. Ja. Und weil wir auch recht viele Gespräche immer wieder angefangen haben mit, warum hast du mit Yoga angefangen? Ne? Das ist Genau. also auch in der Yoga-Lehrerausbildung, um jetzt vorzugreifen, haben wir viele Gespräche immer wieder geführt, so, wie kamst du zu Yoga und was ist eigentlich deine Geschichte dahinter? Einfach weil wir ja immer wieder beide so neugierig darauf waren, die Geschichten von den Leuten zu hören, wie sie zum Yoga kamen und was so ihre Geschichte zum Yoga war. Also, Genau. why Yoga? Und ja, dann eines Tages 35 Grad am Pool, also warum nennen wir das Kind nicht Why Yoga? Ja, Ja, das war irgendwann im November auf Bali. genau. Und es hat sich auf jeden Fall gut angefühlt. Wir mussten uns beide nicht irgendwie nochmal Gedanken darüber machen, ob wir das Kind wirklich so nennen wollen, sondern das war Ja. einfach so, das ist es. Und wir, Chaka! Yes, there it is. Ja, und bei dem ganzen Why Yoga ist natürlich auch die Frage, wir machen es ja nicht für uns oder nicht nur für uns. Ne? Von daher, was erwartet euch dabei? Und wie wir auch immer wieder dem Podcast Freunden und Familie erklärt haben, ist dieses Yoga ist nicht nur das Körperliche, ne, und dieses, wir gehen in eine Yogastunde und okay, ja, natürlich baut es Muskeln auf und lässt sich besser fühlen, was ja eigentlich jede Sportart macht, aber dass Yoga halt viel, viel mehr kann als nur dieses Körperliche und dass da halt so viel dahinter steckt, also sowohl eben für die Seele und für die Emotionen und für, dass es, wie du sagst, ne, wie Jess gerade schon gesagt hat, dass es heilen kann, dass es halt ganz, ganz viele Aspekte von Yoga gibt, die so offensichtlich gar nicht dargelegt werden. Und ja, das möchten wir euch eigentlich mit diesem Podcast näher bringen und haben dabei ganz viele, viele Ideen, die wir umsetzen wollen. Und ja, Jess, was sind deine Ideen dabei? Ja, also ich finde auch das extrem spannend zu wissen, dass Yoga heutzutage in vielen unterschiedlichen Bereichen auch angewendet wird. Zum Beispiel bei Menschen, die Depressionen haben oder Menschen, die krebskrank sind, die dann Chemo bekommen, habe ich schon gehört, dass man viel Yin-Yoga auch macht. Und all die Themen finde ich extrem spannend, dass Yoga
einerseits sportlich, dass man es eben als Sportart nehmen kann, um sich auszupowern und Muskeln aufzubauen, wie du schon gesagt hast, aber auf der anderen Seite eben auch so krass spirituell ist und eben der Ursprung von Yoga natürlich auch aus einer spirituellen Seite kommt. Und das möchte ich eben wieder mehr entdecken. Also ich selbst habe auch mit Yoga angefangen, eben nur aus dem sportlichen Gedanken heraus. Und umso mehr ich Yoga gemacht habe, umso mehr habe ich dann die spirituelle Seite entdeckt und ich entdecke es heute noch. Und genau diese Entdeckungen möchte ich mit allen anderen teilen. Und genau, wir haben uns dann auch überlegt, was wir genau alles so machen wollen mit unserem Podcast. Isa, möchtest du da noch mal was dazu sagen, wie wir vorgehen möchten? Ja, also zum einen auf jeden Fall werden wir uns mal ausgiebig vorstellen, was sich vielleicht der ein oder andere jetzt schon wundert, aber wir stellen uns jeder in einer Folge nochmal vor. Das wird die nächsten Wochen released werden. Und dann nehmen wir euch mit nach Bali und werden euch Einblicke pro Woche, also Yoga Teacher Training Woche geben und euch da eine Zusammenfassung von jeder Woche geben. Und dann geht es weiter. Wir haben Interviews zum einen mit Lehrern aus unserem Yoga Teacher Training für euch vorbereitet und auch Interviews mit Teilnehmern von dem Training. Die sind teilweise auf Deutsch und teilweise auf Englisch, was sie aber definitiv sind. Sie werden auch auf YouTube zu sehen sein. Also ihr könnt uns da nicht nur hören, sondern auch noch sehen. Und das Ganze auch noch im wunderschönen Bali. Von daher, es lohnt sich, das anzugucken. Vor allem, wenn ihr es dann im Januar anguckt, wird es kalt sein. Guckt es euch an, es wird euch so warm ums Herz. Und dann für die Zukunft natürlich, ich meine, wir wollen viele Leute interviewen und für uns selber in die Tiefe gehen und euch mit auf die Reise nehmen, eben in die Tiefe von Yoga und was es alles kann. Und dann eben auch hatten wir die Idee, wir lesen viele Bücher und haben immer wieder gute Büchertipps und wollen die euch zusammenfassen, wenn eines der Bücher mal wieder herausragend ist, dass wir vielleicht beide gelesen haben oder nur einer. Und dann fassen wir das für euch zusammen, damit ihr ja auch davon profitieren könnt. Vielleicht hilft es euch genauso, wie es uns hilft. Also eigentlich, wir nehmen euch mit auf die Reise, wie sie für uns ist. Und vielleicht hilft sie dem einen oder anderen eben auch einen Schritt weiter oder gibt euch ein paar schöne Hinweise, wie ihr ja mit einem Buch oder einem Interview weitermachen könnt. Ja, habe ich was vergessen, Jess? Nee, ich glaube, ja, es hört sich auf jeden Fall nach einer spannenden Zukunft an. Ich bin sehr aufgeregt und freue mich extrem. Ja, und vielleicht noch eine Sache noch dazu. Also wir reden die ganze Zeit von Yoga, aber es geht ja auch vieles, nicht nur Yoga, sondern eben auch Meditation oder Atemübungen und vieles, was ja zu Yoga also für uns, glaube ich, schon dazugehört und für manche vielleicht noch nicht so offensichtlich ist, aber es geht viel um eben auch alles drumherum, was man zu Yoga gern dazu zählt. Also unsere Folgen werden nicht ausschließlich über Yoga sein. Ich glaube, was wir definitiv nicht machen werden, sind Yoga-Stunden geben auf diesem Podcast. Genau. Genau, von daher, ja, alles die große Wolke rund um Yoga und vielleicht die beleuchten wir mit vielen Sonnenstrahlen. Genau. Also alles, was unser Körper, unser Verstand und unsere Seele betrifft. Ja. Genau, um da mehr Achtsamkeit reinzubringen und die Kraft von Yoga sichtbar zu machen. Ja. So, und somit war es das für heute. Genau, wir haben euch einen kleinen Einblick gegeben, wie unsere Idee des Podcasts entstanden ist, wie unsere Namensfindung stattgefunden hat und was alles auf euch zukommen wird in einem positiven Sinne, also worauf ihr euch freuen dürft. Und wir uns nämlich auch. Und wir sind total gespannt,
wie ihr unseren Podcast findet mit den nächsten Episoden und vor allem, ja, was wir einfach so in Zukunft noch draus machen und was wir lernen können, alle zusammen, um all unsere eigene Liebe und unser Licht zu finden mit Yoga und im Alltag. Genau. Ja. In diesem Sinne, schaltet nächste Woche wieder ein. Wir werden euch regelmäßig ab jetzt mit Podcast-Folgen füttern. Und wir freuen uns drauf, das Baby wachsen zu sehen. Oh ja. Genau. Danke fürs Einschalten und bis nächste Woche. Bis nächste Woche.